Gabi kocht. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar Agnieszka Węgi. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Agnieszka. Ja, okay. Und Agnieszka ist Biologin und sie bringt heute uns ein ganz besonderes Rezept, was ich noch nie in meinem Leben gegessen habe. Wir machen heute Pierogi. Super. Ich kenne es nur aus The Orange is the New Black. Die Red hat es immer gemacht und deswegen bin ich total gespannt. Das sind eigentlich, die Pierogi sind eigentlich Teigtaschen mit unterschiedlicher Füllung. Die Basisfüllung besteht aus Kartoffel und Quark mit Sauerkraut und Pilzen und Fleisch. Oh mein Gott. Und dann kann man es, glaube ich, auch noch süß essen? Ja, süß kann man auch mit zum Beispiel Heidelbeeren oder Sauerkirschen. Man kann Quark dazugeben, wenn man möchte. Oh Gott. Also womit würden wir jetzt eher, fängt man jetzt eher mit einer Füllung an oder fängt man jetzt eher mit einem Teig an? Was meinst du? Wir machen zuerst Füllung, weil das ist die zeitaufwendigste. Okay. Also, wir haben zur Auswahl einmal, ich glaube, die Sauerkraut. Genau. Und du hast schon vorbereitet, Agnieszka. Das sind Pilze. Hast du die trockenen Pilze, die einen Tag vorher gekocht wurden. Oh. Genau. Und wie kochst du die? Einfach im Wasser. Ja, okay. Einfach Minimum Wasser. Ja. Und dass sie nicht zu viel Geschmack verlieren. Und ja, einfach aufkochen. Fertig. Super. Und dann hast du hier noch vorbereitet Zwiebeln. Ja. Einfach Zwiebel. Warte. Warte. Wir brauchen Männer. Nee, wir brauchen keine Männer. Von hinten. So. Siehst du? Aha, und wie hast du... Oh, die sehen aber gut Einfach aus. geschnitten und gebraten in Olivenöl. Oh. Und dann haben wir hier noch... Also hier haben wir die Kartoffeln und der Quark. Du hast mir ja vorhin noch was Wichtiges zum Quark erzählt. Der Quark sollte fest sein. Wie meinst du fest? Also fest, fest dick. Oder Aha, sagt man dann? ja. Wie viel Fett hat... Oh, der sieht aber gut aus. Wie viel Fett hat der? Ich würde meinen, er ist Halbfett. Aha, also Halbfett. 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 20% würde wahrscheinlich. Ich sagen, Fett 18 Gramm auf 100 Gramm ist 18%. Okay, ja. Und den muss man abhängen, aber den eigentlich nicht, ne? Weil Den nicht. Aha, der ist schon sozusagen entwässert. Also wenn man, du meintest, wenn man zum Beispiel anderen Quark nimmt, den man hier im Supermarkt oder bei euch kaufen kann, dann tut man den erst in ein Sieb und vorher vielleicht noch ein Tuch und lässt den abtropfen. Ja, genau, weil wichtig ist, dass die Füllung, die wir dann machen, nicht flüssig ist. Sozusagen polnischer Quark. Der ist polnisch, ja. Aha, und den hast du hier aus dem polnischen Supermarkt. Wir befinden uns gerade in Zürich. Ja. Wo ist denn der polnische? Es gibt einen Laden so an der Grenze zwischen Oerlikon und Schwammending. Findet man nicht im normalen, guckt euch das mal an. Der ist richtig trocken. Oh, und sahnig. Ich muss ihn probieren. Oh. Das schmeckt sensationell. Also eigentlich der ist sehr gut für einen Quarkkuchen. Also damit mache ich mal einen Cheesecake. Ja, ja. Gott, das schmeckt ja besser als, Entschuldigung, Philadelphia. Ist da nichts dagegen. Also dann haben wir die Kartoffeln mit den Zwiebeln bei der zweiten Füllung und dem Quark. Ja. Und dann habe ich schon vorbereitet, damit es heute, genau, habe ich noch Fleisch vorbereitet, was ich mit Suppengemüse schon gekocht habe. Eine Stunde circa. Und Brötchen. Und das hauen wir alles durch den Fleischwolf mit den Zwiebeln wahrscheinlich. Was brauchst du? Kartoffelschalen. Alles klar. Da habe ich ja wieder diesen super Schäler, den mir damals der Steff mitgebracht hat. Muss mal ausprobieren. Wie viel brauchen wir überhaupt? Wie viele Kartoffeln? 4, 5. Ich habe auch mehlig kochende gekauft. Ist das, Gott sei Dank. Das ist gut so. Okay. Obwohl ich glaube, man könnte auch festkochend nehmen, weil, also ich muss sagen, erst in der Schweiz habe ich erfahren, es gibt mehlige und festkochende. Aha. In Polen haben wir damals nicht unterschieden. Was machen wir als erstes?
dann würde ich vorschlagen, die Sauerkraut mit Pilzen durch den Wolf Okay. lassen. Ja. Aber die Sauerkraut, hast du sie ausgewaschen? Nee, habe ich noch nicht. Gut, dass du es sagst. Ist sie sauer? So hast glaube du sie schon. probiert? Ich habe es gekauft. Wir probieren. Und dann nachher, weißt du, dann weiß man, okay, das war zu viel, also zu wenig ausgewaschen. Vielleicht nächstes Mal muss man mehr auswaschen. Okay. Ja. Es gibt ja unterschiedliche Köche. Manche machen eher so Pi mal Daumen oder nach Gefühl. Oder manche wiegen es ganz genau ab. Was bist du für ein Typ, Agnieszka? Kochen und Pi mal Daumen. Sehr gut. Also du, genau, trust your gut, wie Tracy gesagt hat. Also bei der Arbeit muss ich ganz genau sein. Also da ist beim Kochen ist Pi mal Daumen, ja. Genau, du bist Biologin. Ja. Genau. In welchem Forschungsgebiet arbeitest du? Darf man das sagen? Fragen? Ja, das ist die Homöostase in der Niere. Also eigentlich das alles, was in der Niere passiert. Oh, spannend. Es ist spannend, weil es unterschätzt. Was in der Niere? Die Niere wird unterschätzt. Ah, echt? Ja, weil die Niere eigentlich reguliert den Blutdruck. Ah, Und also durch die Niere wird der Blutdruck reguliert. Deswegen ist es sehr wichtig. Also wenn einmal die Niere kaputt ist, muss man... oh. Das heißt, wir waschen auch das Sauerkraut aus, weil sonst zu viel Salz im Umlauf ist. Ja, deswegen sollte man auch nicht so viel Salz essen. Ja. Aha. Also was wichtig ist. Also viel Salz ist, der Blutdruck geht hoch. Genau. Also sollten wir ein bisschen drauf achten. Absolut. Aber muss man auch sagen, mit Salz schmeckt auch besser. Ne? Ja, absolut. Also deswegen, ohne Salz ist einfach Fad. Ja, das stimmt. Muss man irgendwann Kompromisse machen. Ja, dann holen wir es da raus und tun es da hinten wieder rein. Pilze haben kein Salz. Sehr gut. Kompensieren wir mit dem. Genau. Ja. Und was sind das für Pilze? Was hast du da für Pilze ausgewählt? Steinpilze. Das können wir behalten. Ja. Sieht das so aus? Jetzt lassen wir es ein bisschen abtropfen wahrscheinlich, Würde ne? ich ein bisschen. Ja, kommt noch einiges drin. Ich würde Fleisch, Ja. ein paar Karotten, Ja. Sellerie kann man auch dazu geben. Aber muss man noch würzen und vor allem die Zwiebeln noch dazu. Und deswegen lohnt es sich so zu kochen, oder mit Suppengemüse. Also ich muss sagen, in Ja. dem Glas, in dem ganzen Glas gibt es 6 Zwiebeln. 6. 6. Gott, das sind das große Zwiebeln gewesen? Das waren große Zwiebeln. Also es ist doppelt so groß wie die wahrscheinlich. ja, genau. Oh, waren das diese weißen, großen Gemüse oder Nein, so? das war genau Bloß die. größer. Aha. Nur einfach größer. Super. Das ist eigentlich in jedem ist so ein Grundingredient sozusagen, die Zwiebel. Die gibt so ein bisschen den Takt vor. Ich liebe auch Zwiebeln. Wenn jemand nicht mag, Aha, haben wir ein Problem. wirklich ein berühmtes Rezept, Pierogi. Also Pierogi ist etwas, was wir in Polen gerne essen und sehr lieben. Ja, Also das ist das Erste, was ich esse, wenn ich nach Hause gehe. Und da die Version mit Sauerkraut und Pilzen, das machen wir am Weihnachten. wirklich? Ja. Sogar noch das Weihnachtsessen? Ja, das ist Weihnachtsessen. Ja. Eine sind Pierogen, Ja. Pierogi, in der Form, wie wir machen werden. Und die zweite Version ist, man macht mit dem Teig seine ganz kleine Ravioli, Ja. die nur so- ein bisschen wie Ohren ausschauen. Ja. Es gibt auch in Deutschland, man kann sie kaufen, so getrocknet sogar. Und dann macht man sowas isst man das da zusammen mit rote Bettensuppe. Borscht. Barst. Borscht. Mit Barst. Barst. Mit Barst.
Das ist das heilige Weihnachtsessen sozusagen. Ja, also am 24. oder am 24. Das ist eine von den 12 Gängen, die man an dem Tag hat. Ihr habt 12 Gänge zu Weihnachten? Ja. Aber ja, klein. Ja, klein, klar. Klein. Klar. Man kann auch Brot dazu zählen, wenn sagen wir, es nicht reicht. Ja? Okay, ja. 12. Was gibt's? Also Pierogi, Barsch, Borscht. Barsch. Barsch mit den kleinen Versionen von ja, Pierogi, genau. Ja. Pierogi und dann Fisch. Fisch gibt es in unterschiedlichen Variationen. In Öl gekocht. Genau, in Öl gekocht. Also es gibt so eine griechische Version mit Karotten, Zwiebel und Fisch ist drin. Also Fisch ist wirklich alles, was man braucht. Und dazu natürlich, es kommt Kuchen. Ja. Also das kann man zählen, muss man nicht. Ja. Aha, okay. Oh, sieht das gut aus. Ich glaube, das wird auch... Oh, das sieht sensationell aus. Und das duftet. Das Basis 300 Gramm Mehl. Hier ein bisschen Salz reintun. Ein bisschen kochendes Wasser. Mit dem kochenden Wasser bleibt der Teig elastisch. Ich habe immer meine Mutter gefragt, also Mama, wie machst du den Teig, der so gut ist? Ja. Mit dem heißen Wasser. Oh. Ja. Okay. Wir wollen, sagen wir, nicht nur Teig essen. Aber zum Kleben, der darf nicht zu dünn sein, dass er nicht bricht. Und das, was wichtig ist, dass da oben nicht zu viel Mehl ist am Schluss, dass die zwei Ränder gut kleben. Also nimmst du es so in der Hand. Zusammentun und dann hier drücken. Aber wenn du viel hast und der Teig dicker ist, da ich ziehe das so ein bisschen raus. Okay. So probiere ich. Deswegen ist es gut, ein bisschen dickeren Teig zu machen. Und jetzt, weil wir haben die Situation auf der Welt und nicht weit von uns, auf der Ukraine, oder in der Ukraine. Also ich muss sagen, das ist auch ein Gericht, das dort wird gemacht. Und ich habe es vor einer Weile angeschaut, wie die, also so auf dem YouTube angeschaut, wie die das machen. Okay. Wir haben andere Methode. Echt? Das zusammenzudrücken. Ja. Also, weil das ist einfache Methode, Ja. Die andere Methode, nur einfach die ukrainische? Da bleibt man ziemlich lange am Kleben. Ach so. Und da geht man so. Und zack. Dann hat die noch so ein Muster. Ja, dann hat ein Muster, Aha. Das ist die. Das Pirog. Sehr schön noch den Teig ziehen. Danke. Die helfenden Hände kommen. Noch nie gegessen. Oh, die werden lecker. Die schauen schon ganz lecker aus, wie du kannst dich drüber freuen. Ja.
Ja. Guten Appetit. Guten Appetit. Oh, ich habe Fleisch erwischt. Die sind fein. Die sind sensationell. Agnieszka, es hat mich super gefreut, dass du hier warst. Ganz toll. Und dass du uns das gezeigt hast. Gern geschehen. Dankeschön. Dankeschön. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachkochen. Tschüss.